So, da wollen wir mal hier ausräumen und schon mal ein bisschen Platz machen für unsere Töpfe. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich auch schon ein bisschen vorgezogen. Und ja, wer sich fragt, was zum Henker ist das, Brudi? Das ist mein erster Anzuchtversuch in Schwämmen. Ich habe das noch nie gemacht und wie ihr sehen könnt, der Kollege hier ist richtig wackelig. Ich hoffe, wir kriegen den gleich noch in dem Hydroponiksystem stabilisiert. Der hier sieht ein bisschen besser aus. Der ist ein bisschen fester verwurzelt hier in diesem Schwamm. Und diese beiden Kollegen hier, das ist das Saatgut aus unserem letzten Run, aus der Malawi, die wir mit der Melonade Runs gekreuzt haben. Und wie ich euch versprochen habe, werden wir diese beiden Samen jetzt einfach mal ausgrowen, um zu gucken, was das denn wird. Und ich habe mir gedacht, wir machen das in dem Hydroponiksystem von Spider-Farmer, weil ich halt überhaupt keine Ahnung von Hydro habe und das für euch sicherlich unglaublich interessant und unterhaltsam wird. Und für mich wird es auch ein spannendes Experiment, weil Hydroponik wollte ich immer mal ausprobieren. Erde kann jeder. Was meint ihr? Klappt das oder nicht? Lasst mir mal gerne einen Kommentar da. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass wir das Ding jetzt hier aufbauen werden. So Leute, ich habe das Hydroponiksystem jetzt zusammengebaut. Wie ihr seht, ist es im Einsatz, im Betrieb, es funktioniert. Was mich so ein bisschen wundert, ist, dass hier überall das Wasser vorbeispritzt. Ist das so gewollt? Habt ihr auch ein Hydrosystem? Wenn ja, lasst mal bitte einen Kommentar da. Habe ich hier was falsch gemacht? Müssen diese Plastikringe weiter nach unten in den Topf rein, damit die da nicht mehr rüberspritzen? Oder was habe ich da falsch gemacht? Leider sagt die Anleitung nicht so richtig, wie tief die Ringe hier rein sollen. Und irgendwann gehen die halt auch nicht weiter rein. Und daher denke ich mal, das gehört so. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt mal unseren Dünger anmischen, beziehungsweise die Nährlösung, in denen die Pflanzen stehen. Ich habe, wie gesagt, bisher von Hydro null Ahnung. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gelesen und habe gelesen, viele benutzen die Tripart-Serie von Terra Aquatica. Die habe ich mir besorgt und ja, ich werde jetzt einfach mal nach Hydroschema hier, kann man das sehen, jeweils 0,5 Milliliter pro Liter hinzugeben und schauen, dass wir einen pH-Wert von 5,5 bis 6,5 haben am Ende und ein EC von 0,3 bis 0,6. Wir haben hier 18 Liter in den Eimern, also mische ich jetzt mal direkt in dem Topf die Mische an. Und wir sehen uns gleich nach dem Zeitraffer wieder. So Leute, ich habe jetzt ungefähr 10 Milliliter von jeder Lösung in unseren Tank gemacht. Wir werden jetzt mal den pH-Wert des Wassers messen. Also wir sind jetzt bei 6,7 ungefähr, 6,8, 1130 Mikrosievert. Aber wie das aussieht, müssen wir den pH-Wert noch ein bisschen nach unten korrigieren, weil wir sind jetzt bei 6,8 und das ist eindeutig zu hoch für Hydro, habe ich zumindest gelesen. Welchen pH-Wert fahrt ihr? Ich habe gelesen, zwischen 5,5 und 6 wäre ideal oder 6,2 glaube ich. Und ich werde jetzt gleich mal versuchen, den pH-Wert entsprechend anzupassen, dass wir in den Bereich reinkommen. 50. So, beide haben jetzt 50 Tropfen pH- von Plagron bekommen. Das Zeug hier. Und wir sehen uns in 5 Minuten nochmal wieder. Und ich messe dann nochmal den pH-Wert nach in unseren Töpfen, ob wir unseren Zielbereich erreicht haben. Aber bisher sieht das ganz gut aus. 6,1. Ich lasse das noch mal ein bisschen hin und her mixen, Jungs. Bis gleich, ne?
So Leute, ich glaube wir sind da. Wir haben pH von 5,8 in dem einen Pot und 5,9 in dem anderen. Ich glaube, ihr könnt das nicht richtig sehen. Die Kamera ist ein bisschen blöd eingestellt. Ja, 5,97, ein bisschen hoch noch. Da kommen noch ein paar Tropfen rein. Aber das ist so der Bereich, wo ich hin will. So, EC. ...551 und hier 538, 542. Ja, das gefällt mir doch ganz gut für einen Start. Ich weiß ja nicht, wie sich das verhält, ob der pH pendelt in Hydro, ob der nach oben geht, nach unten geht, aber so haben wir sowohl nach oben als auch nach unten noch ein bisschen Spielraum. Und ich werde jetzt unsere beiden Pflänzchen hier einsetzen. So meine Freunde, wie ihr sehen könnt, ist unser Hydroponiksystem einsatzbereit. Unsere Pflanzen sind eingezogen, unsere eigenen Samen, die wir im letzten Grow hergestellt haben, also Malawi Melonate Runs Kreuzung. Und wir wollen mal sehen, was dabei rauskommt und wie gut das in dem Hydrosystem von Spider Pharma funktioniert. Bisher bin ich wirklich sehr begeistert. Es war sehr, sehr einfach aufzubauen. Und eigentlich, ja, alles selbsterklärend. Ja? Ich habe hier übrigens nicht mit den Tonkugelchen gearbeitet, sondern mit Vulkangestein. Habe ich im Baumarkt gekauft. Wir können hier mal reingucken. Der Pot hängt unten so im Wasser drin. Das unterste Ende und der Rest natürlich nicht. Und ja, das Ganze bekommt von oben die Nährlösung hochgepumpt. Und ich bin jetzt ja mal gespannt, wie das hier drin läuft. Die Lampe läuft auf 25%. Also wir haben hier ungefähr 40 Watt hier im Moment am Laufen. Und ja, ich warte jetzt noch 2-3 Tage, bis die Pflanzen sich akklimatisiert haben in diesem Setup. Und dann geben wir Feuer, würde ich sagen. Und wenn du sehen willst, was hier aus unserem Hydro-Experiment mit der Hilfe von Spider Pharma wird, dann schalte auch gerne wieder in der nächsten Woche ein.